aber wir sind enger geworden. Eng. Deshalb auch beim Gebet hier, wenn wir stehen, eng Schulter an Schulter müssen wir stehen. Das hat mehr Baraka, mehr Segen und mehr Gefühl. Sollst du keine Lücke lassen. Das ist die Regel. Du sollst eng an Schulter. Das ist Gemeinsamkeit. Zusammen. Und Allah liebt das. Zusammen sein. So ist es besser. Einer sitzt da, einer sitzt da. Das ist, die Kraft geht verloren. Das ist wie wenn du sagst, das sind die Bäume. Und die Bäume waren hier unnötige Äste. Das müssen wir abschneiden, wenn wir absägen, damit mehr Kraft kommt. Was hast du da gesagt? Dass man die Äste oder die Bäume kürzen müssen, ja. Die Wurzeln. Ja. Damit nicht so verteilt, sondern enger, und damit die mehr Kraft bekommen. Und so können wir mehr Kraft bekommen. Die Verbindung ist dann stärker. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي المدد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتدعي أمام الليالي وطول التمام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتدعي إليه أمام الليالي وطول التمام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتدعى إليه أمام الليالي وطول التمام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتدعى إليه أمام الليالي وطول التمام محمد رسول الله. Wir rufen alle Seelen, Lichterketten, alle Seelen der Heiligen und der Gesandten des Himmels, dass sie uns beistehen und unterstützen und uns segnen und uns Licht geben. Amen. We ask all the souls, we ask all the lights as if it's a chain of lights, all the souls, all the light of all saints and of all prophets, all messengers, to support us, to help us and to bless us. Wenn ich an das Licht der Heiligen glaubt, wie kann er behaupten, es gibt die Sonne, es gibt den Mond, es gibt die Sterne? If you don't believe in the light of the messengers of the prophets, how can you then believe in the light of the sun, the moon and the stars? So jemand könnte auch gleich die Sonne verleugnen, Mond verleugnen, Sterne verleugnen und sagen, die gibt es auch nicht. Such a person could also say there's no sun, no star, no moon, and could say they don't exist at all. Wenn es die Raffinerie gibt, dann so muss es auch die Tankstellen geben, die Zweigstellen dieser Raffinerie. If there's a refinery, of course there's also a gas station and those who are linked to that refinery. Wie viele haben die Möglichkeit,
sich direkt an der Raffinerie so seinen Tanks so voll zu machen, zu tanken. Wie viele Leute haben die Möglichkeit, direkt an der Raffinerie immer zu tanken, wenn sie leer gelaufen sind? How many people are there that can fill their tanks directly at the refinery? How many people can do that and just drive there and do that? Und eine Raffinerie ist nicht für Einzelhandel gedacht. And the refinery is not for the private person. Da kann man nicht hier einfach vorbeilaufen und dann reinschauen und dann tanken und weitergehen. It's not like that you can just walk up to a refinery and walk inside and say, "Hi, I'm just going to fill in my tank." Die Schläuche der Raffinerie sind viele Nummern zu groß für deine Tankdeckel. Oder wie heißt das? Ja, Schnitzen, Tankschnitzen. And the hoses that have all the oil inside are just way too big for your small little tank in here. Da musst du schon eine andere Säule suchen. And then you need to find a new gas station. Und die Heiligen sind die Säulen der Propheten. And the saints are just like that, like pillars, like stations of the messengers, of the prophets. Und die Propheten, die Gesandten Gottes, sind die Raffinerien. And the messengers, the prophets, are the refinery of God. Sie sind die Raffinerie. Die Heiligen sind die Säulen, Tanksäulen. Und man kann sie nicht verleugnen. Wenn man sie verleugnet, dann läufst du kannst nicht weitergehen. Trocken. Du bist leer und du kannst nicht tanken. So the prophets, the messengers, are the tanks, no, at the refinery, and the messengers, the saints, are the station, the gas station. So you can't just walk on by them and say, "I'm just going to fill in my tank somewhere else," because otherwise you're just going to go empty, run empty. Oh mein Freund, was ist mit dir passiert? Ich bin stecken geblieben, Sheikh, auf meinem Weg. Oh my Sheikh, oh my friend, what happened to you? Well, I just got stuck here. I just run on empty and have nothing, no gas inside. Warum bist du stecken geblieben? Du hast doch so einen schönen Mercedes. Oder ist das Lamborghini? Why did you get stuck? You've got such a nice car, a Mercedes. Oh wait, it's a Lamborghini, isn't it? Ja, mein Tank ist leer gelaufen. Das Auto ist schön und gut, aber das Tank ist leer. Well, you see, my tank is empty. The car might be beautiful, might be great, but the tank is empty. Und warum hast du nicht getankt? Da sind so viele Tankstellen auf dem Weg, Highway. Auf deinem Highway. And why didn't you fill it up while you were on your way, on your highway? Because there were so many gas stations on the way. Da on the kannst du doch nicht sagen, hier, das ist ein Highway, es gibt ein Highway und da gibt es keine Säulen für die Reisenden. Keine Tankstellen, das gibt's nicht. Wo ein Highway ist, muss auch eine Tankstelle sein. And you can't tell me that there is a highway with no gas station on it, no stations where you can fill in your tank. That's just not possible for a highway. Sheikh, ich suche nach der Raffinerie, nicht Tankstelle, deshalb bin ich immer vorbeigefahren. Ich akzeptiere keine Tankstelle, ich will die Raffinerie. Und wenn ich tanke, dann bei der Raffinerie. Wait, Sheikh, I'm not interested in any gas station. I want to have directly from the refinery. I just don't care about gas station. I want to fill in directly with the refinery and nothing else matters. Oh mein Freund, hast du keinen Kopf?
wenn du einen Kopf hast, hast du keinen Verstand. Und wenn du einen Verstand hast, kannst du nicht in Betrieb nehmen. Oder bist du blind gelaufen? Du kannst doch nicht ohne die Tankstelle die Raffinerie erreichen. Die Tankstelle führt dich zur Raffinerie. Oh, my friend, what's up in your head? And if not in your head, what you have to make up your mind. And is your mind blind? Has it gone blind? Because there is no way to get to the refinery but to go through the gas station, as the gas stations are directly linked to the refinery. They will guide you, they will lead you to the refinery. Siehst du nicht an der Tankstelle, was da steht? Da steht Shell. Jetzt mache ich Werbung für Shell. Ich muss Geld bekommen von denen. Can't you see there's a great logo blinking and winking at you from the side? It says Shell. And they now have to pay me to make more advertisement for them. Die Tankstelle sagt doch, woher er sein Benzin bekommt, seine Energie. Doesn't the gas station tell you directly where it gets its oil, where its refinery is from? So. Diese Energie kommt von der Raffinerie. Was hast du für ein Problem? And the energy you fill in is from the refinery. You can see where it's come from. So what's your problem now? Das ist die Barmherzigkeit und Freundlichkeit der Raffinerie. Die Energie schickt erst bis zu deinen Füßen, sodass du nicht die Mühe machst, nach ihm zu suchen. Die Tankstelle gibt dir das, was du brauchst. It's actually an act of mercy, an act of friendliness, customer service, as you may say, from the refinery by sending directly the energy you need to the gas station, which is at your feet. Wenn du bei der Raffinerie bist, wie viel kannst du tanken? Wie viel nimmst du auf an Energie? And let me ask you, at the refinery, how much can you take in? How much is your tank actually able to take in? Nur so viel, was dir die Tankstelle sowieso geben wird. Die Tankstelle ist genau richtig für dich. Du kannst genau so viel, wie du brauchst, da tanken. Du musst nicht mehr. Dass du nicht erstickst in der Energie. You have to admit, you will only get as much in your tank as a gas station is going to give you anyway. So why not just go to the gas station? Otherwise, you're just going to be overflown and you would just suffocate on the energy you will get in. Sheikh, ich wollte mit meinem Auto da reintauchen. Das gibt es nicht. Die Heiligen, oh ihr Leute, die Heiligen sind die Tankstellen, Lichtquellen, Energiezentren für uns Menschen, und die sind die Barmherzigkeit Gottes, und sie sind überall. Und wer nicht an sie glaubt, kann nicht weiter, weil sie leer gelaufen sind. Oh Sheikh, actually I wanted to dive directly into that refinery with my car. Well, that's really, how much, that's not even possible. The saints, you have to know, they are the energy sources of energy, the gas station, the sources of light for you. So viel Energie verbrennt dich, mein Bruder. And 12 Voltage Gerät kann nicht tragen 280 Voltage. Und die Heiligen geben dir nur so viel, wie du tragen kannst. Sie nehmen von den Propheten, Propheten nehmen von Allah. Und sie geben alle dir, was du brauchst. as you have to see, too much energy will just burn you away. So the energy, if you just have a capacity of 12 voltage,
but you cannot be plugged in into 280 voltage. You're just going to be burned to the ground, to the ashes. And you just need to plug in to the right plug. And these are the gas stations, these are the saints, and the saints are directly connected. They get their energy from the prophets, and the prophets get their energy directly from Allah. And that's how it's working. You only get the energy you can take in that you need. Und deshalb, jede Sohbet, die wir anfangen, im Namen des Herrn, das ist eine Reise für uns. Eine Reise Richtung Freund, Richtung unserem Schöpfer, Richtung Gott. And every sohbet that we start, sohbet speech that we start, we do it in the name of God. And it's taking us on a journey to our friend, a journey to our Creator, a journey to our God. Jede Sohbet ist ein Heavenly Airbus, die uns mitnimmt. Wer nicht eingeschlafen ist im Bus, der wird das sehen, was er da alles so bekommt. Er wird die Reise mitbekommen. Wer aber pennt, schadet auch nicht. Er wird geführt zum Ziel. Ohne dass er was verstanden hat, aber wer in dem Bus sitzt, kommt mit. And our journey is done by a heavenly Airbus. And you can either choose to stay awake and then you will see what's happening on the journey, what's passing by, what's there to learn, or you just sleep in, which will still get you to the goal where you're going to your destination, but you just will not have missed. You will just have missed everything and wouldn't have understand, but still you will be led indirectly as well. Und wenn wir in einem Bus, jede Sohbet eine Reise in einem himmlischen Bus ist, dann brauchen wir natürlich Energie, himmlische Energie und eine Tankstelle. And if every sohbet is like a bus taking us on a journey, of course we need energy to make us go on. Und deshalb, wenn wir die Heiligen anrufen, oh ihr Heiligen, oh ihr Lichter Gottes und Energiesäulen Gottes, ihr kommt und segnet uns und tankt uns mit eurer Energie, dann können wir weiter. Mit ihrer Energie kommen wir nur weiter, nicht mit meiner Energie. Mit Energie Gottes und der Heiligen können wir nur eine Himmelfahrt machen. And when we ask the saints, when we call out to the saints, which are the heavenly station, the heavenly gas station, for the support, for the help, all they're going to do is going to fill up our tank, and with that tank we can continue then our journey. And all that the energy is actually capable of us doing is actually making us going straight to heaven. Jesus, Friede auf ihn, hat eine Himmelfahrt gemacht. War das deine Energie? Jesus alayhi salam was going directly into heaven. Was it his energy? Sayyidina Mohammed hat auch Himmelfahrt gemacht. Bis in die göttliche Gegenwart. War das deine Energie oder seine Energie? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam was also going into the heavens and directly into the divine presence. Was it his energy or was it his energy? Wir brauchen die himmlische Energie. Wir brauchen deshalb auch, wir kleinen Leute, wir brauchen die himmlische Unterstützung und Energie der Heiligen, damit sie uns versorgen können mit ihrer Energie, sodass wir weiterkommen können bei unserer Reise. Our own energy is not enough, and that's why we need the energy directly from the saints, from the prophets, to help us go on directly, as only their energy can make us go on. Und ein wahrer Gläubiger bittet immer
Freunde Gottes um Unterstützung und Beistand, dass sie auf dem Weg zu Gott unser Weggefährten sind, Wegweiser sind, sodass wir uns nicht verirren auf diesem Weg und vom Weg abkommen. And a true believer is always asking the friends of God to help him, to support him, to stand by his side, to be his companion towards the destination God, and not to get lost on that way or to even to get astray on that path. Wenn wir nicht die Aufrichtigen aufrufen, uns beizustehen oder zu begleiten auf unserer Reise, bei unserer Reise, dann kommen andere, Scharlatane, Betrüger, Wegeschneiderer, Lagerer. Und die werden dann unsere Begleiter, um uns zu beklauen, um unseren Glauben zu klauen, um uns vom Weg abzubringen. And if we don't ask the saints to help us, to accompany us while we're on our journey, then someone else will come and fill in that blank space. And these are people that will try to make you go astray. They are bandits, and all they're going to do is they're going to rob you. Rob you of what? Rob you of your belief, rob you of your faith. So viele Leute sind auf der Strecke geblieben. So viele Abermillionen, Abermilliarden Menschen, weil sie keinen Glauben hatten oder falschen Glauben hatten oder auf sich selbst vertraut haben und dachten, sie bräuchten niemanden. So many people, millions, no billions of people got lost, have lost their way, or believed in something wrong, believed in something else, believed only in themselves, trusted in themselves, and see where they ended up. Und dann am Ende liegt man auf dem Todesbrett, ganz allein. Wohin geht die Reise, fragt man. I don't know, sagen sie. I don't know, weil sie haben keinen Glauben. Wohin mit dir jetzt, weiß ich nicht. And eventually everybody's going to lay on their deathbed, all alone, nobody there. And then we ask, where to? And they say, I don't know. Welche Ungläubige weiß es, wohin er geht? Those who don't believe, who Kein knows where to Ungläubiger go? weiß es. No non-believer knows where it's going to. Für ihn hat ja nur diese Welt existiert. Because for him, only this world existed. Und an eine andere Welt und Leben hat er nicht geglaubt. And he didn't believe in any other life, here or hereafter. Was für eine Adresse kann er uns geben, dass wir ihn besuchen könnten? Keine. So when we ask him, where can we visit you? He can't give you any address. So viele Leute verlassen diese Welt in Elend, hoffnungslos, ohne Hoffnung, ohne eine Adresse. So many people leave this world, leave this life in ashes, in no hopes and no way to go, no address. Wenn man nach keinem Beistand, Begleiter, wo man noch zu Lebzeiten hier die Chance hatte, nach einem zu verlangen, nicht verlangt hat, er hat keine Begleitung, keinen Wegweiser, keinen Führer, keine Führung. Er ist allein und stecken geblieben. Wenn er einen Begleiter hätte, nach einem Freund Gottes gerufen hätte, ihn gefolgt hätte, diese Führung hätte ihn auch von dieser Welt weiter
hinausgeführt und begleitet, sodass er immer in Sicherheit ist, immer in eine gute Führung. And millions of people, they got lost in while they're dead, not believing, not knowing what's going to happen after. And if they haven't asked for help, guidance from a friend of God, from the saints, while they were still living, then they will just get stuck on their deathbed, and they will not have anybody who will leading them on beyond where they got stuck, but leading them on more and more and more to the source. Beim Morgengebet legen wir uns auf die rechte Seite und wir sagen etwas. Stell dir vor, du bist im Grabe und dein Licht ist dein Glaube. Eine Vorstellung, du gehst in eine Dunkelheit rein, in die Grube, wenn du tot bist. Und dein Licht ist nur dein Glaube. Und wenn du keins hast, bist du verloren in dieser Dunkelheit. During morning prayer, we have a tradition to lay on our right side and to say something special. We say, imagine yourself to be in your grave and imagine your faith to be your light. And that's the only light you're going to have in the darkness, in that space. Und im Islam gibt es die Tradition, und ich glaube auch bei den Christen gibt es die Tradition. Und vielleicht gibt es auch bei den Juden die Tradition. Es muss diese Tradition geben, wenn es um die himmlische Religion geht. Dass am Todesbett zum Todesstunde ein Gottesmann kommt und etwas predigt oder erzählt über Gott. Stimmt das? Ja, bei der katholischen Kirche nennt man das Salbung, glaube ich, ja. Oder letzte Ölung, oder? And there's a tradition in Islam, and I think there's also a tradition like that in Catholic belief and even probably with the Jewish belief, that on the deathbed, on the last, before they go into grave or before they say goodbye, that there's a man of God who's coming. Say goodbye. Yes? Oh, ja, gut. Ja. Before say goodbye. Ja, das ist aber nicht. Oh, stop it. Nee, it's okay. It's okay. A misconception. One more time. There's a tradition that before someone dies, actually, a man of God is coming and visits that dying person in person and talks to him and gives a speech, gives a communication, a discourse, a communication about divine understanding and about God. And in Catholic belief they call it the last salvation. Es heißt, eigentlich will dieser Gottesmann oder der Priester oder der Hodja oder der Rabbi eigentlich in seinen letzten Moment Beistand leisten und ihn zum Tod führen. Das hat eine spirituelle Bedeutung. Durch seinen Beistand am Todesbett, wo er über Gott redet, so führt er ihn von diesem Leben ins Jenseits. Begleitet er ihn. Das ist eine offizielle Bedeutung. And with the Hodja or the Hodja or the Imam or the priest being at the bedside of the dying person, it's actually standing by his side while he is passing on from this life to the next life, to God, and by talking about God. And that's why he is accompanying him in a way from one end to a new beginning. Und in islamische Tradition, das muss nicht ein Hodja sein, ein Gläubiger reicht aus, dass der neben dem kranken Mann, todeskranken Mann sitzt und ihn immer wieder sagt, sag La ilaha illallah, La ilaha illallah. Es gibt nur den einen, sonst keinen. Es gibt den Herrn, der auf dich wartet. La ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. And in the Islam tradition, it doesn't have to be a man of God, like in a sense of a priest or a Hoja, but it has to be someone who's actually just believing, and all they need to do while they are in the bed, beside the bed of a death-stricken person, is that they remind them and saying, La ilaha illallah, there's only one but Allah, or there's no one else but Allah, and then saying La ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So dass bevor er gestorben ist, in seiner letzten Stunde an seinen Herrn sich erinnert. Weil wie du diese Welt verlassen hast, wirst du wieder auferstehen. Wenn du diese Welt als Affe verlassen hast, wirst du als Affe auferstehen. Wenn du als Gläubige, dann als Gläubige. Ungläubige, dann als Ungläubige. Deshalb, dieser Beistand ist wichtig, dass wir die Gottesleute, Gottesfreunde immer um Hilfe rufen und zu Hilfe rufen, dass die uns zu jeder Zeit, nicht nur an unser Todesbett, sondern immer bei unserer Reise und in unserem Leben hier immer beistehen, damit wir immer in Erinnerung sind. Allah. And what that person is actually doing is reminding you of what it is, what is truly important, and that because we believe that the way you end your life, you were going to be resurrected, you're going to have a new beginning in that life. If you're going to be, if you ended your life as an ape, you're just going to be resurrected as an ape. If you were a Muslim, a believer, you're going to be coming back as a believer. As an unbeliever, you're coming back as an unbeliever. And we are not only asking for that support of the friends of God while we are on our deathbed, but every moment, so that they stand by our side and remind us and help us and accompany us while we are still in this life. Weil der Mensch ist schnell abgelenkt und ist schnell vergesslich. Und wir brauchen nonstop Beistand. And the human being gets so distracted so easily, and it's very forgetful, and that's why we need non-stop reminder. Und der letzte Moment ist der wichtigste Moment. Und wenn egal ob der ein Gläubiger ist, der Sterbende oder Ungläubige, wenn er ein Gläubiger ist, dann muss man beistehen, dabei sein und seinen Glauben stärken. Und wenn er ein Ungläubiger war, dass wir ihn den Glauben aus dieser Welt hier schicken. Wir tun unser Bestes. Und das ist sowieso ein Geschenk Gottes, wenn ein Gläubiger neben dieser Sterbende sitzt. Gerade zu diesem Moment, das ist eine Möglichkeit für den Sterbenden und Barmherzigkeit Gottes. Und dieser Gläubige muss diese Chance wahrnehmen, um diesen Mann da hier unterstützen. And it's a very important moment, that last moment on the deathbed of a dying person. So if that person is already a believer, then by standing by their bed, standing by their side while they're going on that process, actually we help them become stronger in their faith. And if they were a non-believer during their lifetime, we help them to become a believer. So that person standing by that side is actually an act of mercy, and is a blessing for that dying person to have someone standing by their side by helping them. Und du kannst ihn fragen, den Sterbenden, weißt du, wohin du gehst? Und er ist nicht in der Lage zu antworten, dann lass es sein. And then ask the person dying, do you know where you're going to? And if they're just lying in bed and looking at you like nothing, no reaction, then just leave him alone. Sag ihm einfach, oh mein Bruder, oh mein Freund, es ist die Zeit, Abschied zu nehmen. Ich schließe dich in meine Gebete ein. Das ist ein Zauberwort. Ich bete für dich. And then you can answer to the person, oh my friend, oh my brother, I will keep you in my prayers. I will think of you. I will pray for you.
and that's the best thing you can do. Und auch wenn du ein Ungläubiger bist, ich bin gläubig. Und ich sag dir etwas, mein Glaube reicht für uns beide. Yes. And even though you may be a non-believer, I'm a believer. And you know what's the truth? My belief is best for all of us, for both of us. It's enough for both of us. So don't worry. Und das wird dir nicht schaden. Nimm meinen Glauben mit. And there is no harm in it. So just take my belief with you. Es ist eine gute Geste, dass man sterbenskranke Leute besucht und vielleicht seine letzten Momente, Stunden dabei ist und ihn begleitet. Das ist gesegnet und gute Absicht und vielleicht gibt dir Allah auch einen Erfolg. Und sowieso, wenn Allah für den Sterbenden nicht diese Segen gewünscht hätte oder Möglichkeit gegeben, warum hat er dich hingeschickt? Warum schickt er dich? Warum öffnet er dir diese Möglichkeit? Das ist ein Geschenk Gottes. And it's a good gesture to visit someone who's death-struck, or to at least who is about to die, and to either stand by their side for an hour or for days while they're going processing, because it's an act of mercy, it's an act of good intention. And isn't it also an act of blessing that he sent you to be by standing by that person's side? Deshalb, es ist ein Zauberwort, sag, ich bete für dich. Vielleicht in diesem Moment kann das eine Funke sein. Eine Funke für diesen Motor, dass er dann richtig startet. Für das Jenseits. Eine Neustart. Gut gesagt? And these are magical words to say, I will pray for you, because there might be just enough to give off a spark, and that spark might be just enough to make that engine running again for the hereafter, for a new start. Das ist wichtig. Gib du nur einen Funken. Ganze Auto, ohne einen Funken, kein Auto läuft. Kein Motor startet. Alles ist abhängig von einer Funke Energie. Kraft. And maybe that's all it's really necessary, that really is worth it all. That just that tiny spark, because no engine of no car can ever run without that tiny spark of energy to make it all running, that you give that spark of energy to the person. Ich habe viele Sterbende gesehen, mein Bruder. Da klammern sie sich fest an deiner Haut, keine Angst. Das ist ein besonderer Moment. Da gibt es selten einen Trotz und Sturheit. Da braucht man jede Hilfe. Da ist man dankbar für jede Hilfe. Das kann man unmittelbar zeigen, dass es keinen Grund gibt für die Angst. Man fällt in nichts. Man kann es spüren lassen, dass dahinter ist mehr als das Ich. Und dann kann man sich das in das fallen lassen. Das ist so klar. Ja. And I had many opportunities to visit dying people, dying persons, and to accompany them in that process. And I saw no one who was not clinging on to that rope that was there. There was no being stubborn about it, no way of saying no or something. They were all thankful so deeply for that help, for that hope, for that accompany. Nutzt jede Gelegenheit und versucht bei einem sterbenden Mensch dabei zu sein und ihm beizustehen und im Rahmen eurer Möglichkeiten zu helfen, dass diese Person mit einem Funke Glauben diese Welt verlässt. And try to use
those moments where you can help standing by someone's bedside to support them in their faith and to strengthen that, to help them along. Sag, ich schließe dich in meinen Gebeten ein. Ich bete für dich. And say, I will keep you in my prayers. I will pray for you. Und wenn ihr nickt und einverstanden, wenn er muss nur sagen, ich bin einverstanden, wenn nicht nicken, das reicht. Das ist in diesem letzten Moment, da gibt es keine schwere Bedingung, mein Bruder. Auch das wird reichen vor Allah als Glaubensbezeugnis. Das Nicken, er hat akzeptiert. Er muss nicht mehr viel tun. Das ist Barmherzigkeit Gottes. And after you said those words, I will keep you in my prayers, and that person is giving you a nod, giving you a sign of acknowledgement, that's enough for Allah to see it as a sign of faith, of a belief. Isn't that an act of mercy for Him to accept even just a tiny nod that says, I accept the fact that there's God? Sag ihm, nimm meinen Glauben mit, wenn du keinen eigenen hast. Just tell him, you can take my faith with you if you don't have any faith. So. Und wenn es da dir nichts geholfen hat und nichts gebracht hat, erscheine mir in meinem Traum und sag das mir, sodass ich mir einen neuen Glauben suche. Fake. And if it wasn't worth anything what I gave with you, just come back in my dreams and tell me directly that it didn't work so I can look for a new faith, a new belief. Was hast du mir dabei mitgegeben? Mir hat mir gar nicht genutzt. Sag das, dass ich wenigstens, dass du mir nützt, dass ich mir einen neuen Glauben suche. And just tell me, well, what did you give me? This was nothing. Come on, and just give me the chance that I get a new faith, that I get a new belief. If that one didn't work. Brüder und Schwestern, auch wenn du selber einen falschen Glauben hast, aber wenn diesen jemand hier mit einem Glauben, diese Absicht reicht aus, dass ihr beide dann gerettet seid. Ihr wisst nicht, was für eine endlose Ozean von Barmherzigkeit der Herr besitzt. Das ist Öffnung jetzt. Brothers and sisters, it doesn't matter if you have a wrong belief or false belief or a right belief. If you were accompanying someone at their deathbed with that intention to give them their faith, then the both of you are being rescued, are safe, because with that act, the Lord opens His endless oceans of mercy for you. Sei nur in guter Absicht. Die gute Absicht, Aufrichtigkeit wird dir den wahren Glauben auch schenken. And just have the good intentions, that sincere good intention to give that faith, that will grant you the true faith, the true belief. Und Licht Gottes wird dich erreichen, inshallah. And the light of God will reach you, will get to you, inshallah. Wer nach Licht sucht, das Licht wird ihn finden. If you're looking for light, the light will find you. Wenn hier dunkel ist, mach mal dunkel aus, das Licht. If it's dark in here, by turning off the lights. Und wir verlangen nach Licht und suchen nach Licht. Es möge sein Licht. So, haben wir zum Licht gefunden oder hat das Licht zu uns gefunden? Das Licht ist hierher gekommen. Das Licht ist hierher, wir haben verlangt und das Licht ist hierher gekommen. Das ist der Beweis. And when we then ask in that darkness we were surrounded in, please give me some light, turn on the lights. And the lights are being turned on.
what happened? The light has found us. Not we found it, the light found us. It Der came to us. Mensch in seiner Wirklichkeit ist immer dort, wo er ist. In Wirklichkeit gibt es da keine Bewegung. Der Mensch bewegt sich immer dort, wo er ist. Gleiche Platz. Alles aber, wonach er sucht, findet ihn. And the reality of a human being is that he thinks he's moving and has to go places, but actually he's just being on that same spot. So, which means that when he's looking for something, it will come to him Und findet zu ihm. and will find his way to him. Der Mensch muss nur verlangen und suchen. Das ist das Signal. The human being only needs to say that desire and ask for it. That's all that it takes. Wenn du im Krankenhaus bist und kannst dich nicht bewegen, im Bett liegst du, aber du bist bedürftig, du verlangst etwas, drückst da einen Signalknopf und dann kommt die Hilfe zu dir. Die Hilfe kommt zu dir. Du musst nur Signal drücken, Signal geben. If you are in a hospital and you can't move because everything is gone, but you need something, you are in need of something, all you need to do is just reach out your hand and press a little button, and then the help will come towards you. It will come to you. Der Herr sagt, Wolfgang, ich bin dir näher als dein Schlagader. Und du suchst nach mir? Du gehst so viele Wege, wo ich so näher dir als dein Schlagader bin, Halsschlagader. Er sagt uns, wo er ist. Ich bin dir, wie nah er uns ist. Ich bin dir näher als dein Halsschlagader und du suchst mich an so vielen Orten, weite Wege gehst du, um nach mir zu suchen und zu finden. Und du verlangst nach Lichtgeschwindigkeit, um nach mir zu finden, damit du 7 Himmel aufsteigen kannst. Ich sage dir doch, ich bin dir nah als dein Halsschlagader. Du musst nur nach mir rufen. And the Lord says, didn't I tell you, humans, that I'm closer to you than your vein in your neck? And still you're going places, you're going past, you're looking for everywhere. You're looking for me, to find me. But I'm still, I'm even closer than the neck vein. And you're asking for everything, but I'm so close. Didn't I tell you that? Der Mensch ist aber unwissend und ignorant, ahnungslos und schläft und betrunken und benommen und bewusstlos. But the human being doesn't listen, is drunk, lost its consciousness, has lost its way in every sense. Und ich das. Wer sucht und verlangt, der wird gefunden werden. Der Mensch hat nur eine Aufgabe, Wolfgang, zu suchen und zu verlangen, nicht zu finden. And all you need to do is to ask for it, to go looking. That's all that it takes. You just go and you ask and you look for it. But you don't need to find. Zu finden bedeutet, ist verbunden mit Erfolg. Und Erfolg ist von Allah. Ist nicht in deiner Hand. And to find eventually means that you're being successful. But the success for everything is only with Allah. Deshalb verlang so, dass ich gebe, sagt Allah, in allen Büchern. Das ist in allen Büchern gleich. Verlangt so, dass ich euch gebe.
ask and I shall give. It says so in every holy book. Ask and I shall give. In every holy book you can look at it, from the last to the first. Verlangen ist auch gleichzeitig Suchen. And to ask for something is also an act of searching. In Englisch ist das perfekt ausgesprochen. Asking. Ja? Bitte? Asking, frag nach dem König. Asking? Aber- Asking. Gut. Das ist anders übersetzt. Was hat er gesagt? Frag nach dem King. Frag King. nach dem Ja, König. weißt du? Maschallah. Wolfgang hat auch jetzt hier angefangen mit Wort zu spielen. Wir gehen auf die Tournee. Mögen wir ein gutes Verständnis haben. Wir haben nur, Allah verlangt von uns nur, dass wir nach ihm verlangen und suchen. Das ist unser Job. Suchen, aber aufrichtig, nicht wie die Philosophen. Das sind die Süchtigen. Sie sind süchtig nach dem Suchen, nicht nach dem Finden. Sie wollen nicht gefunden haben oder gefunden werden. Sie suchen einfach. Das ist eine Sucht. Das ist eine Krankheit. Frag aufrichtig, dass du finden kannst oder gefunden werden kannst. Und je nach deiner Aufrichtigkeit, Absicht, wird dich das Finden zu dir finden, wonach du gesucht hast. And may Allah give us good understanding. Because all we need to do is to ask, but ask sincerely, so that Allah shall give us, make us found, because that sincerity is very important, because philosophies, they're also asking, but they don't want to find, they're just addicted to that act of searching, act of looking for something and never to find anything. So we need to ask sincerely for Allah, and He will make us find. Denn alles ist eigentlich mit uns und bei uns. Because everything is with us and standing by our side. Ist das nicht gerade, was man dann entdeckt? Durch mein eigenes Verhalten trenne ich mich durch Gott. Und warum soll ich mich anbeten, wenn ich erkenne, dass ich durch mein eigenes inneres Verhalten, den ich nicht bis jetzt erkannt habe, mich dadurch getrennt habe? Und durch die Achtsamkeit, die ich erkenne, durch mein Handeln, dass ich etwas zu unterlassen habe, beziehungsweise etwas zu tun, und da kommt, ich habe nichts zu tun. Ich durch mein Tun, ich verhindere das, im Gegensatz. Und plötzlich ist er da. Und er ist total entlastet. Und er freut sich über mich. Und ich weiß nicht, ist er Freude oder Freude, was ist was? Dann gibt es, ist alles einfach eins. Und das ist die Verantwortung. Verantwortung für mein Handeln. Erkenne dich selbst. Ja, ja. Nämlich, das bedeutet nicht aber, dass du er du bist. Nein. Erkenne deine Winzigkeit, sodass du meine Größe erkannt hast. Wir sind nicht gleich, aber wir sind auch nicht getrennt, sagt er. Wir sind weder uns gleich noch getrennt. Yeah. Recognize yourself and you shall recognize me. That doesn't mean that we are the same, that we are identical, that you are me and I am you. No, but realize how small you are to see how great I am. That's the meaning. Don't think that we are identical, but still we are close. Wir sind uns weder gleich noch von uns getrennt. Das ist das Beispiel, damit wir verstehen, der Mensch und sein Schatten. Ist der Schatten des Menschen das Sein des Menschen? Nein. So we are neither identical nor are we separated. And it's just like the shadow of a human being. Neither is the shadow the being of the human, nor are they separated. Der Schatten ist nicht der Mensch selbst,
Aber der Schatten ist auch nicht getrennt vom Menschen. Gehört zu ihm. The shadow is not the human himself, but it's still not separated from him. They only exist together. Ohne den Menschen gibt es das Sein des Schattens nicht. Without the human, there is no being of a shadow. Ohne Sein des Menschen, das Sein des Menschen, hat der Schatten kein eigenes Sein. Without the being of a human being, there is no being of a shadow. Und Allah sagt, am Anfang war das Licht. Und durch Licht seid ihr da. Und der Schatten, wenn der Mensch sich im Licht hat, dann kommt der Schatten raus. Wenn nicht, dann gibt es das Sein des Schattens nicht. Ist unsichtbar und ohne Existenz. And the Lord says, in the beginning there was light, and with a snap there was light, and with a snap there was also a shadow. If there weren't that snap of light for the shadow to be, it would just be darkness and there would be no existence of any shadow. Folglich ist der Mensch, das ist das Geheimnis des Menschen, Schatten Gottes. So we can conclude that the human being is the shadow of God. Was ist Schattenwesen? Was bedeutet das? Dass ein Schattenwesen ist, ein Schatten ist etwas, was zwischen Licht und Dunkelheit ist. Sein und Nichtsein. Das hier ist die Frage. Nein, das hier ist keine Frage. Du bist zwischen Sein und Nichtsein. Das hier ist die Antwort. Endlich hat diese Frage die Antwort gefunden. So, what is the character trait of a shadow being? It is a being that is between light and darkness. So we conclude, to be or not to be, no, there is just a be and a not to be. We are in between that. Und das Leben hiernach, wer ins Paradies geschafft hat oder in die Gegenwart Gottes, Wolfgang, der Schatten muss immer wieder rein, oder? Und geht aus der Existenz weg. Das ist das Schicksal des Schattens auf Erden, oder? Ja. Ja? Ja. And what we need to understand is that when we get to paradise or to the divine presence, the shadow always has to go back in. Schwer. Es geht darum, wenn man geschafft hat, hier Zufriedenheit des Herrn erlangt zu haben, dann bekommt der Schatten ein ewiges Ausgangsrecht. Was bedeutet das? Nein, er darf immer im Licht sein. Und dann hat er immer eine Existenz. Und das ist in Südamerika, in Äquatorebene drum, da gibt es keinen Schatten vom Körper. Da kann ich schauen, wo ich will, es gibt keinen Schatten um mich. Und diese Erfahrung wünsche ich jedem. Ja? Das ist unglaublich. Hier läuft man und sieht man immer eigene Schatten. Und dort ist das wie entschattet. Das ist unglaublich. Entschattet. Unglaublich. 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 And what we need to do what I missed in translation was that we have to find the happiness and that Allah is happy with us. And if we did that, if we finally succeeded in doing that, then the shadow has the right to go outside again. What does it mean? It means that he will always be in light, so that he will always exist. Ewige Glückseligkeit, ewiges Leben. Das Leben des Schattens ist durch Licht, wenn er ans Licht kommt, oder? Wenn er da wieder zurückgeht, ist er verschwunden. Allah gibt uns das Recht,
dass wir immer im Licht sind, dass wir immer in der Existenz sind, dass wir nicht wieder zurück müssen. Wir existieren weiterhin durch ihn, aber wir haben auch eine Existenz ohne Dunkelheit. Das ist eigentlich das Leben hiernach. Das ist das Geheimnis. Wolfgang, heute ist alles raus. And to reach that eternal happiness, eternal paradise, life forever, is that we find a way to stay in the light, that we don't have to come back, that we don't have to go back into darkness. And that is the choice Allah gives us, that we can eventually decide whether we want to stay or whether we're not, and that's actually the life hereafter. So viel reicht für diese Nacht. Das war eine hohe Ebene. Ihr müsst nicht alles verstanden haben. Es ist nur erstmal eine Information, dass ihr gehört habt davon. And this is it for tonight, and it was a very high level of a Sohbet speech, and you don't have to understand, but it's good for you that you at least got the information first. Es geht in dieser Sohbet, es ging Highway, Highwan, Highlight. And this Sohbet was all about highway, highwan, and highlight. Und wenn wir verstanden haben, sind wir glücklich. And if we understood, we are happy. Allahu, Allahu, Only one existence, only one life, only one being. Fatiha.